Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in München und ich habe heute für euch das Tesla Model Y mit dabei. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum stellt die Jessie schon wieder das Model Y vor? Ja, weil ich es noch nicht gefahren bin und genau das möchte ich heute mit euch machen. Zur Weltpremiere haben wir euch den ja schon statisch vorgestellt. Und falls ihr heute dazu alles wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und das werden wir heute neben dem Fahren gemeinsam machen. Wir werden noch mal kurz über die Optik sprechen, über den Innenraum, über das Laden, über den Akku und dann, wie schon gesagt, gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran, dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ist quasi ein Check24 nur eben für Leasingangebote. Und warum sind gerade bei Elektroautos die Leasingpreise so gut? Ja, einerseits profitiert ihr von der Dienstwagensteuer von 0,25% bzw. von der Förderung von bis zu 10.000 €. Heißt, es lohnt sich auch auf jeden Fall für euren Geldbeutel. Und jetzt sprechen wir erstmal hier über das Tesla Model Y. Sexy wurde completed, heißt das Model S, das Model 3, Model X und jetzt auch endlich das Model Y bei uns in Deutschland bzw. in Europa. Und das darf ich euch jetzt auch dynamisch vorstellen, da freue ich mich sehr drauf. Und so viel vorweg, uns hat gerade ein Tesla-Fahrer abgepasst, der aktuell noch ein Model 3 fährt, der ist auch mit dem Model Y gefahren, der hat gefragt, ganz hysterisch, und wie findet ihr den? Mega geil, oder? Noch besser als das Model 3. Ich werde euch nachher ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das so finde. Jetzt sprechen wir hier erstmal über die Optik. Wie gesagt, ihr kriegt 5 verschiedene Lackvarianten. Hier haben wir jetzt das Deep Blue Metallic drauf. Das habe ich euch damals auch schon in Stuttgart in dem Studio vorgestellt. Ist eine super schöne Farbe. Wie gesagt, 5 könnt ihr wählen in der Wahl und hier, das kostet eben Aufpreis. Dann gibt es verschiedene Ausstattungen bzw. verschiedene Reichweiten beim Model Y. Es gibt einmal das Performance. Das wird Anfang nächstes Jahr kommen. Long Range haben wir jetzt hier die Variante, die hat, wie der Name schon sagt, die größte oder weiteste Reichweite. Und es wird auch noch die Standardausführung geben, die hat dann eben Heckantrieb und nicht ein Dual-Motor bzw. 2 Motoren, also Allradantrieb, wie Performance und eben jetzt hier die Long Range Variante. Was sofort auffällt, ist, dass das Model Y aussieht wie ein hochgebocktes Model 3. Liegt daran, dass 75% der Bauteile gleich sind. Was natürlich sehr gut ist und auch günstig für Tesla. Ich finde ihn super schick. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr ihn so findet. Und ich finde auch immer, Teslas sehen so ein bisschen aus wie so ein Frosch. Liegt einerseits daran, dass wir eben hier so Froschaugen haben und hier so eine runtergezogene Schnauze. Sonst haben wir wenig Sicken und Kanten jetzt hier in der Optik. Und ihr bekommt übrigens kein Matrix-LED-Licht, nur LED-Licht hier. Das finde ich ein bisschen schade. Matrix-LED würde ich mir wirklich wünschen. Hier unten haben wir sonst relativ viel Lack, sehr viele glatte Flächen, aber ich will gar nicht so viel über die Optik sprechen. Vorne dann noch chromfarben, das Tesla-Logo. Ich würde sagen, wir schauen ihn uns jetzt einfach ein bisschen weiter an, auch im Profil, und erzähle ich euch mal, wie lang, breit und hoch der ist. Er ist 4,78 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Das sind ganz gute, kompakte SUV-Ausmaße. Man kann ihn beispielsweise vergleichen mit einem Skoda Enyaq, mit einem VW ID.4 oder auch mit einem Mercedes EQA. Unterschied zu diesen gerade genannten Modellen ist, dass ihr den hier auch zukünftig noch als 7-Sitzer bekommen werdet. Was ich euch gerade auch schon gesagt habe, wir haben jetzt hier eine Allradvariante, heißt hinten haben wir einen Motor, vorne haben wir einen Motor. Und da gibt es keine Lamellenkupplung bzw. elektrische Kupplung, die dazwischen liegt und eben die beiden steuert, sondern es ist alles digital getrennt voneinander gesteuert. Schauen wir uns mal kurz noch die Felgen an. Wir haben jetzt hier bei der Long-Range-Variante entweder 19 oder 20 Zoll, bei der Performance-Variante werdet ihr dann 21 Zoll bekommen. Hier haben wir jetzt das Standardrad, das nicht aufpreispflichtig ist, mit 19 Zoll. Schick designt, wie ich finde, mit 2 verschiedenen Farben. In der Mitte dann noch das Tesla-Logo. Hier drumherum dann ein bisschen Plastikbeplankung. Und was hier an der Seite auffällt, ist, dass wir einmal hier eine Kamera haben und wir haben auch einmal hier oben eine Kamera. Die sind super praktisch. Ich zeige die euch nachher dann auch noch im Innenraum, wie die dann aussehen, wenn man die denn nutzt. Sonst haben wir hier eingelassene Türgriffe, nicht mehr in einem Chrom, sondern im Schwarz. Das finde ich sehr schick. Beim Model 3 ist es ja jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr in einem Chrom. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das so fandet. Und wir haben sonst eine schwarze Umrandung hier um die Scheiben, hinten abgedunkelte Scheiben.
Bei Tesla sehr positiv, wie ich finde, ist, dass man gar nicht so viel konfigurieren kann. Man kann sich eben die Reichweite aussuchen, man kann sich ja den Antrieb aussuchen, wenn dann eben alle Varianten verfügbar sind. Akkuvarianten gibt es nur eine in diesem Fall. Und man kann sich auch nur ein paar Farben aussuchen, ein paar Felgen und dann hört es auch schon auf, im Innenraum schwarz oder weiß und dann ist man eigentlich glücklich mit der Konfiguration. Ein paar Assistenzsysteme kann man sich noch hinzu konfigurieren, aber das war es dann schon. Das heißt, eigentlich ist man in 5 Minuten da durch, wenn man weiß, was man möchte. Sehr einfach zu bedienen, vor allem wenn man es online eben bestellt. Man kann aber auch in so einen Showroom gehen und sich den auch nochmal angucken oder eben wie hier jetzt in München gibt es auch Stationen, wo ihr ganz einfach eine Probefahrt buchen könnt. Wenn wir jetzt hier hinten stehen, lädt man den Tesla hier hinten. Der Akku sitzt zwischen den Achsen, fast 77,1 Kilowattstunden brutto. Hier könnt ihr ihn dann eben AC oder DC laden. An der Wallbox bis 11 kW, dann ist er in 7 Stunden 20 voll. Oder ihr könnt ihn auch bis 250 kW laden an der Schnellladesäule, dann braucht er ungefähr 25 Minuten bis 80%. Es gibt super viele Tesla Supercharger hier auch in der Nähe, vor allem das ist ein großer Vorteil, den Tesla hat. Hier mache ich jetzt nicht zu, drücke ich auch nicht zu, den Fehler habe ich schon ein paar Mal gemacht in Videos. Das geht von alleine zu. Was wir jetzt machen, ist uns hier hinten noch das Heck anschauen. Sehr weit nach hinten zurückgezogen. Wir haben ja bei Tesla immer ein Glasdach innen, was sich nicht öffnen lässt und was auch keine Jalousie hat. Das ist ein kleiner Nachteil. Ich finde aber, dafür wird es nicht allzu heiß. Sonst hier hinten auch wieder sehr viele gerade Flächen. Hier dann einen kleinen Entenspoiler. Tesla-Logo hier vorne auch nochmal. Was ich ganz schick finde, ist, dass hier eben das Laden in die Leuchte nochmal integriert ist, dass es gar nicht auffällt. Hier steht jetzt Dual-Motor drauf. Ich habe euch keinen Quatsch erzählt. Wir haben hier wirklich 2 Motoren. Und hier unten ist relativ viel Hartplastik. Ja, eine ungewohnte Form von hinten, aber ich finde es irgendwie schick. Und wie gesagt, es sieht aus wie ein hochgebocktes Model 3 bzw. wie ein kleines Model X. Was wir jetzt gemeinsam machen, ist uns noch den Kofferraum anschauen. Und da gibt es einige Änderungen im Vergleich zu der ja, vielleicht amerikanischen Version, die ihr das ein oder andere Mal schon im Internet gesehen habt. Und zwar kann man jetzt hier die Rückbank ganz einfach mit so kleinen Klappen umklappen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt hier direkt mal am Anfang. Einmal, zweimal, im Verhältnis 2/3, 1/3. Das ist super praktisch. Und jetzt seht ihr, wie viel Platz wir hier haben. 1868 Liter Fassungsvermögen. Das ist brutal, da kann man drin schlafen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es wäre rein theoretisch möglich und das finde ich auch ganz gut. Man kann aber auch ganz viel transportieren. Man kann damit auch in Ikea gehen, man kann, ja, eine Couch passt vielleicht nicht rein, aber auf jeden Fall das eine oder andere. Was wir jetzt machen, ist vielleicht hier noch über den doppelten Ladeboden sprechen. Den habt ihr jetzt hier auch. Sehr viel Platz da vorne. Jetzt habt ihr gerade gesehen, ist die Ladeklappe auch zugegangen. Hier habt ihr an der Seite auch nochmal Platz, hier auch. Also das finde ich schon sehr gut und ihr könnt vor allem diesen doppelten Ladeboden auch nochmal als Ladeschutz nutzen, indem ihr den jetzt hier so einspannt, wie ich das jetzt mache. Könnt ihn aber eben auch komplett rausnehmen, wenn ihr das möchtet. Ja, so viel zum Kofferraum. Finde ich gut. Auch die Ladekante ist jetzt nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Also für mich genau richtig, wenn ich mir überlege, hier jetzt eine Sprudelkiste reinzuheben. Und ihr habt jetzt hier auch Plastik, was dann nicht so schlimm ist, wenn das ein bisschen zerkratzt. Und eine sehr kleine, ja, lackierte Kante, heißt, da kann auch wenig kaputt gehen. Was wir jetzt gemeinsam machen, ist hier mal zu hinten. Funktioniert auch ganz einfach mit einem Klick hinten. Und wir gehen jetzt mal hinten rein und schauen, wie viel Platz ich da hinten habe. Ich bin 1,64 Meter klein und würde sagen, ihr kommt jetzt mal mit. Ja, hier hinten angekommen. Sieht gut aus, oder? Sitze sind jetzt auf Jans Größe eingestellt, also jeweils 1,88 großer Mann. Ich bin 1,64 groß, wie ich euch schon gesagt habe. Nach vorne hin habe ich 2,5 Fäuste Platz. Nach oben hin auch 2,5 Fäuste. Und ihr seht jetzt dieses riesige, lange Dach, was total schön ist. Hat keine Unterbrechung, es ist wirklich eine Glasfläche, aber trotzdem abgedunkelt. Und es gibt hier drin einfach so ein total freies Gefühl. Noch besser optisch finde ich hier drin den weißen Innenraum. Der sieht ein bisschen freundlicher aus. Ich hätte aber Angst, dass der mir irgendwie zu schnell dreckig werden würde. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher die schwarze Variante nehmen. Wir haben jetzt hier immer Kunstleder. Es gibt kein echtes Leder bei Tesla. Und wir haben jetzt hier auch eine Mittelkonsole, die relativ schwer rauszufahren ist, wie ich finde. Die hängt auch so ein bisschen nach unten. 2 Cup-Holder haben wir jetzt hier. Und ihr habt jetzt hier eben keine Öse oder so, wo ihr dran ziehen müsst oder könnt, sondern ihr müsst hier wirklich mit den Fingern rein. Das finde ich jetzt nicht so gut gelöst. Hier dann noch 2 USB-Anschlüsse, Lüftungsdüsen, die ihr in die Richtung einstellen könnt. Und was mir besonders gefällt, ist, dass ich jetzt hier komplett durchrutschen kann und vor allem, wenn ich in der Mitte sitze, schaut mal, habe ich es trotzdem bequem. Ich habe da nämlich irgendwie keine Stufe. Dadurch, dass wir eben kein Getriebe haben in der Mitte, sondern vorne Elektromotor, hinten Elektromotor, haben wir da keine störenden Bauteile und können halt eben den großen, weiten Platz hier hinten auch nutzen. Schauen wir mir mal jetzt noch in die Tür.
Hier haben wir jetzt Alcantara, also Mikrofaser, hier unten dann wieder Kunstleder und sonst haben wir Hartplastik hier überall. Hier ist noch so ein Soft-Touch, heißt, wenn ich ein bisschen mehr drauf drücke, fühlt sich das weich an. Und was mir gefällt, ist, dass wir jetzt hier alles mit Filz nochmal ausgelegt haben. Heißt, wenn ich da eine Flasche drin habe, klackert es nicht so sehr da drin rum. Wir haben hier keine Einstiegsleiste, das hätte ich noch ganz cool gefunden hinten. Ja, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vorne den Frunk aufmachen. Dafür habe ich jetzt mal mein Handy noch gezückt. Ich zeige euch jetzt nämlich noch die Tesla-App. Man kann den Frunk nämlich im Innenraum öffnen oder mit der App. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Seht ihr das? So passt es sehr gut. Und hier können wir jetzt beispielsweise den Frunk öffnen. Ihr seht, der schnellt auf. Wir machen den jetzt mal gemeinsam auf, gucken dann noch mal rein. Und hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, eure Kabel zum Laden zu verstauen. Das finde ich mega gut. Das heißt, ihr habt wirklich den ganzen Kofferraum, den ich euch gerade gezeigt habe, für anderes Zeugs. Und hier auch nochmal super viel Platz. Ich glaube, es sind 80 Liter, ich weiß es aber nicht sicher. Jetzt mache ich hier vorne mal wieder zu und zeige euch vielleicht im Innenraum nachher die anderen Funktionen hier von der App, weil das ist relativ hell. Zu den Motorvarianten vielleicht noch, beziehungsweise zu den Leistungsdaten. Tesla möchte ja total ungern, beziehungsweise gar nicht angeben, wie viel PS der jetzt hat. Sie sagen, der hat jetzt 550 Newtonmeter maximales Drehmoment. Sie sagen auch, dass er jetzt in der Long-Range-Version 507 Kilometer nach WLTP weit kommt, 217 km/h vom Max fährt und in 5 Sekunden auf 100 ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man nicht sagt, wie viel PS der hat. Die Performance-Variante ist dann 3,7 Sekunden auf 100 und hat 660 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der hier verbraucht jetzt eingegeben 16,9 Kilowattstunden. Wie viel wir verbraucht haben, erzähle ich euch gleich bei der Fahrt. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir erstmal rein, schauen uns den Innenraum noch mal ein bisschen genauer an und dann fahren wir endlich gemeinsam los. Kommt mit! Weiter geht es jetzt wie versprochen mit dem Innenraum. Ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, ich stehe auf dem Purismus hier drin und den schauen wir uns jetzt genauer an. Erstmal haben wir jetzt hier die schwarze Innenraumausführung. Es gibt hier in schwarz und in weiß. Das ist sehr konsequent. Man kann gar nicht so viel konfigurieren. Ich würde, wie gesagt, immer das Schwarz nehmen. Die Sitze sind sehr bequem, haben weichen Seitenhalt hier, relativ dicke Seitenbacken. Hier unten auch weich gepolstert, haben auch genügend Platz für einen etwas dickeren Po. Liegt vielleicht auch daran, dass dieses Auto aus den USA kommt. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Schaut mit mir mal noch in die Tür. Da haben wir jetzt sehr interessante Materialien, denn wir haben Holz. Wir haben nochmal so ein Zierelement, das aussieht wie ein Aluminium, ist aber wahrscheinlich ein Plastik. Wir haben noch Alcantara, Hartplastik und Kunstleder. Ich mag die Tür. Die ist irgendwie, ja, Nature mit dem Holz, aber auch sehr zurückhaltend, sehr puristisch gestaltet. Und auch hier nochmal das Filz unten in der Ablage, dass man da eben keine klackernden Glasflaschen oder so drin hat. Weil als Tesla-Fahrer nimmt man ja Glas und keine Plastikflaschen. Auch hier keine Einstiegsleiste, aber wir haben jetzt hier ja relativ zurückhaltende Fußmatten. Die finde ich aber auch okay. Hier steht jetzt auch gar nichts irgendwie drauf. Die Mittelkonsole ist ja mittelbreit, ist nicht zu breit, nicht zu schmal, trennt ganz gut vom Beifahrer, ist ebenso puristisch gehalten. Wir haben jetzt hier auch keinen Klavierlack, was ich sehr gut finde. Ich finde Klavierlack super nervig, weil man total viele Fingerdoben schnell hat und vor allem sehr viele Kratzer und auch sehr viel Dreck. Hier vorne dann zweimal induktive Ladefläche, heißt Jan und ich können jeweils die Handys mitnehmen und die da vorne laden, auch auf so einem Alcantara abgelegt. Das finde ich mega, das würde ich mir echt in jedem Auto, das ich fahre, wünschen. Super. Hier zwei Cup-Holder. Hier dann auch nochmal ein bisschen Platz für eine Getränkedose oder was ihr auch immer mitnehmen möchtet. Und das ist auch alles sehr satiniert und gut verarbeitet. Man hat ja am Anfang Tesla so ein bisschen nachgesagt, dass der Innenraum irgendwie schrottig verarbeitet sei. Das kann ich jetzt hier überhaupt nicht verstehen. Ich sehe jetzt hier auch echt keine irgendwie komischen Spaltmaße oder so. Hier habt ihr dann übrigens auch nochmal Holz und hier sind dann die Lüftungsdüsen total schön integriert, man sieht die kaum. Ich mag den Innenraum und vor allem mag ich dieses 15 Zoll Display, was jetzt hier so aufgesetzt ist, was an ein sehr, sehr großes iPad erinnert und auch das sehr puristische Lenkrad. Schaut, bevor ihr mal reinkommt, noch vielleicht kurz mit mir das Dach von hier vorne an. Das hat übrigens UVB und UVA-Filter, heißt ihr werdet hier weder alt noch braun durch dieses Licht da oben, was natürlich gut ist. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir schauen uns jetzt noch gemeinsam das Lenkrad an. Und vielleicht erstmal zur Einstellung des Lenkrads. Das muss man über das Display machen, das zeige ich euch gleich. Wir haben nämlich hier nur zwei kleine Rädchen, die man benutzen kann. Hier drüben haben wir dann noch den Scheibenwischer und hier haben wir dann eben die Gänge, die wir einstellen können, also rückwärts, normal oder vorwärts eben, beziehungsweise neutral, so ein Quatsch, und eben hier auch die Parkbremse. Und wenn ich jetzt hier das Lenkrad einstellen möchte, muss ich hier auf Fahrzeug gehen und muss jetzt hier auf Lenkrad und dann kann ich das hier eben einstellen. Und schaut mal, ich kann das nach vorne,
nach hinten schieben, aber auch eben nach oben und nach unten. Ich finde, das ist ein bisschen umständlich, aber wenn man sich das einmal eingestellt hat, macht man das ja auch nicht mehr so oft neu. Heißt, jetzt habe ich die Einstellung, habe hier dann auch noch alles für die Spiegel, das schauen wir uns gleich an. Aber jetzt erst noch fertig mit dem Lenkrad. In der Mitte dann das Tesla-Logo, dreispeichig, sehr zurückhaltend, eben auch aus dem Kunstleder. Mache ich total gern. Und ihr habt jetzt hier kein Cockpit und kein Head-Up-Display. Das ist am Anfang erstmal eine Gewöhnung, wenn man das erste Mal in dem Auto sitzt. Vor allem, dass man halt eben auch die Geschwindigkeit nur rechts sieht, dass man eben alles, was passiert, nur rechts sieht. Man gewöhnt sich aber dran, aber das erste Mal, als ich in einem Tesla saß, war das echt mal erstmal so ein Oje, oje, oje. Und das vor allem war es dann auch nachts, ich habe wenig gesehen, aber mittlerweile habe ich es echt lieben gelernt, ich mag das total gern. Jetzt sprechen wir ja noch über das Infotainment-System und fangen vielleicht hier mit der Startseite an. Ihr habt hier jetzt das Auto, unser Model Y nochmal stehen, habt jetzt hier nochmal ein paar Informationen zum letzten Laden, habt jetzt hier auch noch den Reifendruck und hier, wenn ich jetzt drauf drücke, sind erstmal die wichtigsten Informationen bzw. Einstellungen. Heißt, wir haben die Spiegel, die wir einstellen können, das Lenkrad habe ich euch gerade schon gezeigt, die kann man eben ausklappen oder einklappen, kann Kindersicherung reinmachen, die Fenster sperren, kann hier verschiedene Einstellungen für die Leuchten machen, hier dann die Scheinwerfer einstellen, Deckenleuchten kann man hier einstellen und haben dann hier auch noch die ganze Verriegelung, haben auch die Apps, die wir hier connected haben, Einstellungen zum Display und hier aber fürs Fahren die wichtigsten Einstellungen, die ich euch jetzt zeigen möchte und die wir auch gleich gemeinsam noch ausprobieren möchten. Einerseits habt ihr die Beschleunigung lässig und Standard. Wir werden nachher einen großen Unterschied dabei merken, da freue ich mich schon drauf. Ich finde es gut, dass Tesla das anbietet. Lässig ist natürlich besser für die Reichweite und den Verbrauch. Standard ist ein bisschen schneller und zackiger. Lenkmodus haben wir Komfort, Standard und Sport. Und wir haben auch einen Stoppmodus, also eine Rekuperation, Kriechen, Rollen oder Halten. Auch haben wir hier unten einen Offroad-Assistent. Wenn ich draufklicke, seht ihr, was der kann. Das heißt, die Traktionskontrolle wird für eine Offroad-Leistung, für eine optimale Offroad-Leistung angepasst. Und wir haben aber auch einen Schlupfstart, heißt, wenn wir beispielsweise in Schnee, Matsch oder Sand sind, können wir eben mit diesem Schlupfstart besser aus solchen Situationen rauskommen. Autopilot habe ich jetzt mal alles eingestellt, außer das Herbeirufen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal beim Fahren an. Wir haben jetzt hier übrigens das volle Potenzial autonomes Fahren drin für 7.500 € hinzukonfiguriert, also das höchste, was ihr quasi bekommt. Hier habt ihr noch Einstellungen zur Navigation und hier habt ihr auch noch die Software-Updates, die ihr immer wieder machen könnt. Ich glaube, so 10 bis 15 gibt es im Jahr. Falls ich mich irre, schreibt es mir gerne in die Kommentare, aber das finde ich ganz gut, weil immer wenn es neue Änderungen gibt in den Assistenzsystemen, in der Software, könnt ihr das hier eben over the air machen, was sehr modern ist. Musik ist eines meiner Highlights, denn wenn wir jetzt hier mal hochfahren, können wir hier Radio hören. Das ist natürlich jetzt schlecht, ich kann jetzt hier auch leiser machen. Auf der anderen Seite kann jetzt hier auch mein Telefon verbinden, Apple CarPlay, Android Auto, Spotify kann ich mich anmelden und hier dann Musik hören. Karaoke kann ich jetzt hier singen. Ich habe das mit Jan schon ein paar Mal gemacht, mit Atemlos von Helene Fischer, er hat mich gehasst. Haben jetzt hier auch noch eben ja, Radio für, wenn wir in einem Tunnel oder so sind, können auch noch verschiedene Klangeinstellungen machen. So viel dazu und hier habt ihr noch die Kameras, von denen ich euch draußen erzählt habe. Das heißt hier die zu der Seite, die nach hinten. Hier habt ihr jetzt eine viel bessere Rundumsicht, beziehungsweise auch einen Felgenschutz so ein bisschen, wenn ihr hier rumfährt. Das Einzige, was ich nicht verstehe, warum die hier so ein bisschen so einen Retro-Look haben. Das sieht aus, als ob sie so einen Instagram-Filter oder so drauf hätten. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die wichtigsten Informationen auf diesem Knopf hier für die Energieanzeige. Das heißt, wie viel haben wir in der letzten Zeit verbraucht, in den letzten 10 Kilometer, 25 Kilometer und 50 Kilometer aktuell und im Durchschnitt. Haben hier dann aber auch noch Informationen über das Aufladen. Wir haben aktuell noch einen Akkufüllstand von 84%, können auch ein Limit einstellen, beziehungsweise eine geplante Abfahrtzeit. Das heißt, man kann auch die Batterie vorkonditionieren. Haben hier dann auch noch das World Wide Web. Wir sind jetzt hier gerade auf der Tesla Model 3, auf der Tesla-Seite, könnt ihr aber wirklich auch surfen, was ganz gut ist, wenn man beispielsweise gerade am Laden ist. Und ihr habt jetzt hier bei Unterhaltung auch noch ganz viele Dinge, wie zum Beispiel super lustige Spiele. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel Backgammon spielen. Eins klicke ich jetzt mal an, wenn ich jetzt hier auf Spielen gehe. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Fahrer, Beifahrer. Neues Spiel und dann können wir eben, ich kenne jetzt tatsächlich die Regel nicht von Backgammon, das ist jetzt super peinlich. Okay, da kann ich rüberziehen. Heißt, ihr könnt jetzt hier eben auch spielen mit eurem Beifahrer. Ich habe das mit Jan auch schon 1-2 Mal gemacht. Ist ganz witzig, vor allem eben für den Zeitvertreib während des Ladens. Und noch eine Sache, es gibt auch noch die Spielekiste. Da gibt es vielleicht auch noch so ein paar Sachen, die ganz witzig sind, wie zum Beispiel hier Romantik. Man kann es gemütlich machen, dann läuft hier eben ein, ja, Feuerwerk. Nicht Feuerwerk. Ein, wie heißt's? Feuer? Ein Feuer. Ein Lagerfeuer, das wollte ich sagen, ein Kaminfeuer.
Dann habt ihr hier noch die Einstellungen für die Sitzheizung in 3 Stufen einstellbar und hier dann auch noch alles zur Klimaautomatik. Könnt hier die Stärke einstellen und hier unten dann auch die Temperatur. Wir haben es jetzt gerade sehr kühl gemacht, es ist auch verdammt warm draußen. Ich will mich aber nicht beschweren. Und was ich super finde, ist, dass ihr jetzt hier die Richtung der Lüftungsdüsen individuell einstellen könnt für den Fahrer, aber auch für den Beifahrer, je nachdem, wie man das denn gerne hat. Hier unten habt ihr noch Einstellungen für die verschiedenen Sitzheizungen. Auch hier hinten habt ihr eben die Sitzheizung, könnt ihr auch automatisch alle ausmachen und ihr habt auch eine Lenkradheizung. Ich glaube, ich habe euch jetzt erstmal alles Wichtige gezeigt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist wie versprochen losfahren und dann schauen wir mal, was das Model Y so kann. Komm! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und erstmal zeige ich euch jetzt hier die Rückfahrkamera. So sieht die aus. Die Spiegel passen sich dann auch dementsprechend an. Ich sehe hier zu den Seiten sehr gut, heißt ich habe einen Felgenschutz, auch wenn wir hier so einen kleinen Retrofilter drüber haben. Und hier oben haben wir auch nochmal so Hilfslinien, die mir zeigen, wohin ich fahre. Wenn ich dementsprechend lenke, da bin ich immer sehr froh drüber, wenn ich sowas habe. Wenn ich jetzt hier runter gehe, haben wir hier verschiedene Einstellungen. Wir können erstmal die Beschleunigung einstellen, den Lenkmodus, den lasse ich mal auf komfortabel. Und wenn ich hier aufs P drücke, kann ich die Rekuperation einstellen. Jetzt sind wir gerade auf Halten. Ich gehe jetzt mal wieder auf D und wir schauen uns jetzt mal an, wie der rekuperiert bzw. im One-Pedal-Driving fährt. Das heißt, ich gehe jetzt wieder runter vom Gas und ihr seht, der bremst runter bis auf 0. Ich mag das sehr gerne, weil man dann wirklich nur mit einem Pedal fahren kann, auch bei diesem Tesla. Wir gehen jetzt mal hier noch in Rollen, schauen dann mal, was jetzt passiert. Ich gehe jetzt wieder runter und ihr seht, der rollt jetzt leichter aus. Und geht eben nicht sofort auf 0. Und jetzt probieren wir mal noch Kriechen aus. Interessiert euch ja bestimmt jede einzelne Funktion hier. Ich drücke jetzt nochmal aufs Gas, bin jetzt bei 15. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, der kriecht jetzt so aus. Das heißt, es ist die schwächste Rekuperation. Heißt, ihr könnt euch das so einstellen, wie ihr es eben am liebsten habt. Ich persönlich mag entweder wirklich ganz wenig Rekuperation oder, wenn ich mich dann sehr schnell daran gewöhnt habe, die volle Rekuperation, also das Halten, dass ich eben dieses One-Pedal-Driving habe. Wenn wir jetzt hier die Beschleunigung in Standard haben, gehe ich mal kurz auf die Bremse und wir machen das jetzt mal gemeinsam. Wir beschleunigen jetzt mal auf 50 und schauen mal, wie schnell der jetzt ist. Okay, krass. Das ging schnell. In 5 Sekunden ist er auf 100, in 3,7 Sekunden auf 100 sogar in der Performance-Variante. Und wenn wir jetzt auf lässig gehen und ich das jetzt mache, sollte die Beschleunigung deutlich langsamer sein. Ja, ist sie auch. Das ist interessant, ist natürlich gut, weil man da so ein bisschen eben sparsam sein kann. Der kickt nicht sofort los. Ich persönlich mag aber die Beschleunigung natürlich mehr auf Standard. Vermutlich derjenige, der Junge da, den wir da getroffen haben, der so viel Fun am Model Y hatte, der hatte wahrscheinlich dann auch das ein oder andere Mal hier eben das Gasfüßchen ausprobiert. Jetzt zum Unterschied im Vergleich zum Model 3. Ich habe hier natürlich eine bessere Rundumsicht. Ich sehe nach vorne hin ein bisschen besser, weil ich einfach sitze. Ich habe mehr Übersicht von der Straße. Ich sehe aber auch nach rechts und nach links ganz gut. Und auch nach hinten sehe ich ganz okay. Die Heckscheibe ist jetzt relativ klein von hier hinten. Finde ich aber gut. Ich persönlich mag es aber ein bisschen lieber, wenn ich eben tiefer sitze. Wenn ich jetzt hier wende, schauen wir uns mal noch den Wendekreis an. Auch der ist echt in Ordnung. Ich komme hier auch einmal komplett rum. Ja, es klappt ganz gut. Warten jetzt noch, bis der BMW-Fahrer da weg ist. Und das ist dadurch auch ein ziemlich gutes Auto für die Stadt, weil ich habe schnelle Überholvorgänge, ich habe aber auch eben die Rekuperation, kann dadurch eben durchs Rekuperieren sehr viel Energie zurückgewinnen. Und vielleicht erkläre ich euch kurz, was Rekuperation bedeutet. Der Elektromotor dient dabei gleichzeitig als Generator und speist eben wieder Energie zurück in den Akku. Heißt, ihr verfliegt nicht einfach so, sondern ihr habt dann eben wieder den Vorteil, dass ihr eben Energie zurückgewinnt. Jetzt vielleicht noch zu der Federung. Wenn ich jetzt hier über etwas schlechtere Straßen fahre, fällt auf, dass deutsche Hersteller mit Elektroautos vergleichsweise eine bisschen bessere Federung haben. Die hier ist jetzt ein bisschen sportlicher, ein bisschen ambitionierter, vor allem eben hinten auf der hinteren Achse ist es ein bisschen ruckelig. Ich finde es aber okay, man muss es nur eben wissen. Wenn wir jetzt über die Reichweite sprechen, sind wir jetzt hier den ganzen Tag durch München gefahren, konnten natürlich auch viel rekuperieren, sind aber so knapp über 400 Kilometer weit gekommen. Wir haben es natürlich nicht ganz bis zum Schluss ausgereizt, aber ich finde, es ist eine gute Reichweite, vor allem eben für Durchschnittspendler. Man kann da in 10 Tagen einmal aufladen, ob man es jetzt im Supercharger macht oder eben in 7 Stunden über Nacht dann an der Wallbox daheim mit bis zu 11 kW. Und dann hat man eben den Kalch, wie man bei uns hier in Baden sagt, wieder voll und muss sich eigentlich gar nicht mehr so viel darum kümmern, was ich ganz cool finde. Und vor allem, das Geile ist, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt ja dann eine eigene Tankstelle bei euch daheim. Ihr müsst gar nicht mehr zu einer fremden Tankstelle, wenn ihr so eine Wallbox habt. Und das bringt auch viele Vorteile mit sich, weil ich gehe ehrlich gesagt gar nicht so gerne
gern zu einer Tankstelle. Jetzt machen wir mal hier noch den Lenkmodus in Standard. Wir waren jetzt die ganze Zeit komfortabel und ich merke schon, der wird ein bisschen straffer. Wenn ich jetzt sportlich gehe, wird die Lenkung noch direkter, die ist dann härter. Ich würde empfehlen, dass wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, dass ihr auf jeden Fall immer im komfortablen Lenkmodus fahrt. Sportlich könnt ihr dann auf der Autobahn machen, dann ist sie eben viel, viel direkter. Offroad-Assistent kann ich euch leider nicht genau zeigen. Kann man jetzt hier aktivieren, habt dann eben eine andere Drehmomentenverteilung und hier habt ihr dann eben auch einen Schlupfstart. Falls ihr beispielsweise in einem Schlammloch oder so drin seid, kommt ihr eben damit viel besser raus. Jetzt sprechen wir noch über die Assistenten und ich habe euch jetzt hier mal den Autopilot eingemacht und da haben wir jetzt verschiedene Dinge, eben zum Beispiel eine Ampel- und Stoppschildassistent, wir haben einen akustischen Hinweis bei grüner Ampel und eine Vorschau der Fahrdarstellung für autonomes Fahren, haben hier aber auch eben eine Spurverlassenswarnung, wir haben hier einen Abstandsregeltempomat, wir haben hier einen Spurhalteassistent, also alles für teilautonomes Fahren Level 2. Es ist aber nicht so zum aktuellen Stand, dass man, wie man manchmal denkt, wenn man das eben hört, dieses autonome Fahren bei Tesla, jetzt komplett einfach ohne irgendwas zu tun hier durch den Stadtverkehr kommen kann. Das ist rechtlich nicht erlaubt, aktuell noch in Deutschland. Wenn das aber dann erlaubt sein sollte, wird es hier auch eben abgedatet und ihr bekommt dann hier auch eben durch die Over-the-Air-Updates verschiedene Informationen. Ihr seht jetzt hier auch, ihr habt jetzt hier auch immer noch die Übersicht der ganzen Verkehrsschilder. Ihr seht hier auch die ganzen Autos, die in der Nähe sind. Habt hier jetzt diese Ampelerkennung, heißt, die ist jetzt rot. Ich komme jetzt hierher und dann schauen wir auch gleich mal, ob dieses akustische Signal kommt. Da fährt jetzt der LKW sehr ruppig an uns vorbei und sobald die grün werden sollte, macht es dann so ein kleines Ping und dann weiß ich, okay, ich kann jetzt wieder fahren. Das finde ich ganz cool, weil das im Alltag hilft. Jetzt kam kein akustisches Geräusch, das ist ein bisschen schade, aber ihr seht auf jeden Fall, sie wurde jetzt grün. Ich weiß jetzt, dass ich fahren kann. Ja, und das sind halt so kleine Spielereien, die man bei Tesla eben hat. Aber jetzt würde ich sagen, quatsch ich nicht mehr so lange, wir fahren zurück und ich zauber euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und wer macht sowas? Ein Kaugummi hier direkt an so eine Laternensäule? Ich verstehe es einfach nicht. Irgendwo um nirgendwo. Naja, aber jetzt egal. Es soll ums Model Y gehen und vor allem soll es darum gehen, wie es sich denn jetzt fährt und ich finde, es hat heute total Spaß gemacht. Elektroautos haben ja generell den Vorteil, dass die Beschleunigung sehr linear ist. Man hat ein sehr ruhiges Fahrverhalten, eben dadurch, dass man weniger Außengeräusche hat und vor allem weniger Motorengeräusche und ich stehe aufs elektrisch Fahren. So viel muss erstmal gegeben sein, wenn man elektrisch fahren möchte bzw. sich für einen Tesla entscheidet. Und jetzt ist die Frage, wie unterscheidet er sich jetzt im Vergleich zum Model 3? Ich habe euch ja von dem jungen Herrn erzählt, der total begeistert war und gesagt hat, ich fahre auch Model 3 und jetzt Model Y, das ist total funny, woo! Also total abgefreakt und ja, es ist natürlich Geschmackssache. Hier sitzt ihr ein bisschen höher, ihr seid erhabener, vor allem wenn ihr Kiddies habt, hat es viele Vorteile, weil ihr sie besser be- und entladen könnt, genauso wie die Einkäufe und es ist auch viel angenehmer, einfach ins Auto einzusteigen wie ins Model 3. Ich persönlich würde aber das Model 3 bevorzugen, einfach weil ich es ein bisschen sportlicher mag und einfach eben ein bisschen tiefer gerne sitze in einem Auto. Jetzt sprechen wir noch über die Optik. Sieht aus wie ein hochgebocktes Model 3, ist Geschmackssache. Ich mag die Teslas total gerne. Warum? Weil sie zurückhaltend designt sind, weil sie wenig Ecken und Kanten haben und weil sie sehr konsequent sind und weil sie vor allem auch im Innenraum sehr konsequent sind. Die sind nicht nur leicht puristisch, sondern sie sind komplett puristisch. Man hat da drin eigentlich nichts, was irgendwie an Knöpfen oder so stört. Man muss sich aber daran gewöhnen, dass man beispielsweise das Handschuhfach per Sprachsteuerung öffnet oder eben dann direkt übers Display. Ich finde, bei manchen Dingen hätte man vielleicht noch den einen oder anderen Knopf anbringen können. Andererseits bringt es auch viele Vorteile mit sich, weil wenn jemand hier die Scheibe einschlägt, kann der einfach nicht ins Handschuhfach gehen, weil es geht ja nur elektrisch oder per Sprachsteuerung auf. Wenn wir jetzt hier vorne stehen, sprechen wir über den Preis. Beziehungsweise bevor wir über den Preis sprechen, sprechen wir vielleicht noch über das Laden und über die Reichweite. Ladezeiten habe ich euch ja schon erzählt und die Reichweite war jetzt bei uns in dem Test auch vollkommen okay. Ich finde, etwas über 400 Kilometer ist sehr gut für den Alltag, das ist absolut ausreichend, vor allem für den Durchschnittspendler, der muss dann ungefähr einmal die Woche, einmal alle 10 Tage laden gehen. Das ist absolut in Ordnung, vor allem eben, wenn man ein Schnellladesystem oder eine eigene Wallbox hat. Wenn ihr keine eigene Wallbox habt, dann macht das absolut keinen Sinn. Jetzt sprechen wir aber über den Preis und der Tesla Model Y in der Long Range Variante beginnt jetzt bei 56.990 €. Da ist jetzt schon der Herstelleranteil bei Tesla abgezogen, ihr profitiert aber trotzdem noch eben von der Förderung von bis zu 7.500 € und eine Dienstwagensteuer von 0,25%. Wer das genauso weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert über Autos, Elektro- oder Verbrenner oder Plug-in-Hybrid. Abonniert den Kanal, würde mich tierisch freuen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!